Wenn du in der Godot Engine Daten in Ressourcen speichern möchtest, dann baust du deine eigene Klasse, die davon ableitet, sogenannte Custom Resources. Ob es Spielerdaten sind, Level-Element-Daten, ganze Levels, vielleicht auch Spieleinstellungen oder auch Speicherstände. Aber was ist, wenn wir für unsere eigenen Ressourcenarten auch noch ein eigenes Dateiformat uns überlegen wollen mit einem besonderen Speicher- oder Ladevorgang? Genau dafür hat die Godot Engine zwei Klassen namens Resource Format Loader und Resource Format Saver, die in der Dokumentation echt nicht so sonderlich gut erklärt sind und im Internet immer wieder für viel Verwirrung sorgen. Nirgendwo gibt es korrekte Antworten und vor allem einfache Erklärungen, deswegen machen wir das heute. Denn das hier ist eine neue Folge von Ein Godot 4.3 Feature in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und wenn dir diese Folge gefällt, lass gerne einen Like da und abonniere, wenn du keine weitere verpassen möchtest. Und wenn du Feedback geben möchtest oder auch du Fragen hast, schreibe sehr gerne in die Kommentare und schon starten wir rein. Das heutige Video ist ausschließlich in C#. Beginnen wir aber erstmal mit dem Wesentlichen und zwar indem wir Spielerdaten speichern wollen. Wir haben eine Ressource namens Player Settings Resource. Der Code für diese Ressource sieht in C# wie folgt aus. Diese leitet von der Klasse Ressource ab. Das wäre in GD-Script übrigens extends Resource. Und diese Klasse hat auch oben noch das Global Class Attribut. Das bedeutet eben, wir melden diese Klasse in der Engine an, sodass sie im gesamten Kontext bekannt ist und auch im Ressourcenkatalog. Das wäre in GD-Script eben das Class-Name mit dem Namen der Klasse, wie sie heißen soll. Dann in der Klasse selbst haben wir verschiedene Eigenschaften, die wir exportieren in den Inspektor der Engine. Den Namen, die Farbe, den Dateipfad, das Level und die Erfahrungspunkte. Und mehr ist in dieser Ressource auch erstmal nicht drin. Um deine eigene Ressource zu speichern, musst du vom Resource Format Saver ableiten. Hier haben wir eben unsere Klasse Player Settings Resource Format Saver und die muss in der Godot Engine mit Global Class zwingend bekannt gemacht werden. Das ist hierbei Pflicht. Und dann haben wir in der Klasse selbst 4 Schritte. Das erste ist, wir müssen die Recognize-Funktion überschreiben, zum Erkennen, ob die Ressource gültig ist oder nicht. Und das ist bei uns der Fall, wenn diese Ressource nicht null ist und außerdem hier vom Typ Player Settings Ressource ist. Als nächstes müssen wir wissen, welche Dateiendungen sind gültig. Dafür überschreiben wir die getRecognizedExtensions Methode hier unten, denn die liefert uns ein String Array zurück von gültigen Dateiendungen. Hier in unserem Falle also die Player Settings. Dieses Array nutzen wir dann in der dritten Funktion, die wir überschreiben, und zwar der _recognize_path-Methode. Diese nimmt eine Ressource an und auch einen Pfad. Wir wollen aus dem gegebenen Dateipfad die Dateiendung haben. Zum Beispiel würden wir hier einfach Player Settings als Dateiendung rauslesen und das hier abspeichern. Dann nehmen wir uns einmal das Array aller Dateiendungen, die gültig sind, und wir fragen nach für jeden String in diesem Array, ob der mit unserer gelesenen Dateiendung übereinstimmt oder nicht. Wenn eins davon zutrifft, können wir sagen, alles klar, der kümmert sich genau um diesen Dateipfad hier. Und zum Schluss die _save-Methode. Diese gibt einen Statuscode oder verschiedene Fehler, wenn was schief geht, und die nimmt 3 Parameter an. Die Ressource, den Ort zum Speichern und eine Bitmaske. Wir können erstmal diesen unsigned integer in das Enum umwandeln, was im Resource Saver genutzt wird. Dann müssen wir unsere Ressource hier in den Dateitypen umwandeln, den wir speichern wollen eben. Unsere Player Settings Resource. Wenn die Ressource nicht dieser Typ ist, dann brechen wir hier ab. Ansonsten nutzen wir File Access und öffnen eine neue Datei oder eine bestehende angegebene Dateipfad mit der Berechtigung Write Read. Wenn sie nicht existiert, erstellen wir sie. Wenn sie existiert, überschreiben wir sie. Wenn der Fehler da ist und wir nicht den Statuscode okay hierbei haben, dann brechen wir ab. Und wenn das Ganze klappt, dann nutzen wir hier unten sicherheitshalber mal einen Try-Catch-Block, um die Inhalte per String in diesem File Access zu hinterlegen. Also wir speichern den Ressourcennamen, den Pfad, den Namen des Spielers, die Farbe als HTML-String, den Spieler-Avatar-Pfad, das Level und die Erfahrungspunkte und machen danach den File Access hierbei dicht. Um deine eigene Ressource zu
zu laden, brauchen wir eine Ableitung vom Resource Format Loader. Und hier haben wir unsere Klasse Player Settings Resource Format Loader. Diese muss ebenfalls in Godot bekannt gemacht werden mit dem Global Class Attribut. Und wir haben hier sogar denselben Aufbau von 4 Methoden, die wir anwenden müssen. Das erste ist _handles type, was eben einen String-Namen angibt und gibt uns true, wenn der Type, der hier angegeben wird, dem Namen der Klasse entspricht. Wir wollen ja diese Art von Ressource laden. Das zweite ist, wir müssen wieder angeben, welche Dateiendungen sind gültig. In dem Falle hier, wie beim Saver, die Player Settings. Danach genauso 1:1 wie beim Saver kommt auch dazu das Recognize Path. Und zwar haben wir hier die Frage nach dem Dateiendung wieder. Und Nummer 4 ganz unten ist der Ladevorgang. Dabei geben wir jetzt in dem Falle mit der _load-Methode eine Godot-Variante zurück und wir geben hier 4 Parameter an. Nämlich einmal den globalen Dateipfad, den originalen Dateipfad, ob wir Unterthreads nutzen wollen und ob wir das Ganze vielleicht irgendwie cachen wollen. Im Resource Loader gibt es ein Enum namens Cache Mode, was wir hierbei nutzen können und da wandeln wir eben diesen Integer dahin um. Das zweite ist dann, wir wollen mit einem File Access prüfen, ob die Datei überhaupt existiert. Und wenn dem nicht so ist, returne mir eine Variante, die wir erstellen aus dem Wert false. Im nächsten Schritt versuchen wir dann mit dem File Access Objekt die Datei zu öffnen mit ausschließlich Leseberechtigungen und wenn es da nicht klappt, haben wir einen Error. Ansonsten diesen Error ausgeben und hier ebenfalls mit einer Variante vom Typ false abbrechen. Zu guter Letzt, wir laden den Pascal-String für den Ressourcennamen, den Path, den Namen des Spielers, dann einmal hier den String für die Farbe, den wir dann wiederum umwandeln mit Color from HTML. Wir speichern uns wieder den Spieler-Avatar-Pfad, das Level und auch die Experience. Daraus bauen wir dann eben ein neues Player Settings Resource Objekt auf und dann machen wir den File Access wieder dicht und geben das Objekt zurück. Wenn es einen Fehler geben sollte, unten wieder den Datei Access zu und wir geben false zurück. Um dir das Fehlerpotenzial zu erklären, haben wir noch eine Klasse Custom Resource Handler. Und beim Try-Load hier oben gibt es 2 Teile. Das erste ist, wir wollen den Pfad richtig machen vom lokalen Dateipfad auf den globalen. Darüber haben wir schon mal ein Video gemacht gehabt auf dem Channel hier. Mehr Infos gibt es dort. Das andere ist, wir wollen dann versuchen, das Ganze zu laden. Und dafür braucht man hier in Godot 2 wichtige Hinweise. Einmal den globalen Dateipfad, wo es eben hingehen soll. Und wir brauchen den Namen des Typs oder der Klasse, die wir laden wollen. In C# also nehmen wir Type of TRES und dann lassen wir uns davon den Namen ausgeben. Dann würde also hier unten drin stehen Player Settings Resource. Warum kann das hier einen Fehler werfen? Wenn wir jetzt hier einen Ladefehler haben, kriegen wir Bool. Und Bool ist nicht mal eben spontan umwandelbar in Player Settings Resource. Deswegen wird hier beim Load die Invalid Cast Exception geschmissen, wegen der Umwandlung, die nicht möglich ist. Und dann landen wir unten im Catch-Block. Und hier noch ein ganz simpler Test. Wir bauen eine Node-Klasse in der Godot Engine. Diese exportiert hierbei eine Ressource. Und dann wollen wir mal einen bestimmten Dateipfad festlegen zum Speichern eben. Wir versuchen über den Custom Resource Handler die Try-Save-Methode aufzurufen mit eben dem Dateipfad und dem Player Settings Objekt von hier oben und beim Laden hier unten drunter dasselbe Schema. Wenn du deinen Code mit Alt-B neu baust, kommen hier unten massig Exceptions, dass eine Klasse angeblich nicht vom Loader und vom Saver ableiten, aber das tun sie ja, deswegen all das hier einfach clearen und komplett ignorieren. Dann können wir mal unsere Testszene hier starten und gucken, was passiert. Und wie ihr seht, hier unten kriegen wir can save true und can load true heraus. Und wenn wir in das User-Data-Verzeichnis gehen von der Godot Engine und unserem Projekt, dann finden wir dort eben die Player-Settings-Datei, die wir gerade angelegt haben, hier mit 142 Bytes Größe. Und wenn wir die nehmen und per Drag and Drop mal auf ein Tool wie HXD ziehen, dann stellen wir fest, hier sind ja wirklich alle Infos von uns drin. Dateinamen, Ressourcenpfad, Name vom Spieler, die Farbe, sein Avatar, seine Experience und Level. Alles in einer kleinen Datei drin mit gerade mal 142 Bytes. Ziemlich schnuckelig, oder? Und das war's auch schon für diese Folge. Damit hast du jetzt gesehen, wie du eigene Ressourcen erstellen, speichern und laden kannst.
ziemlich cool, oder? Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, und abonniere, wenn du mehr sehen willst. Ansonsten auch gerne deine Fragen und dein Feedback zum Video ab in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.